Hey Hosters und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Classic. Heute haben wir hier nur eine einzige Schlacht und der gesamte Server hat sich versammelt. Die gesamten 12 Leute und mit mir sind es dann 13. Aber ich hoffe, ihr konntet es hier schon wieder ganz gut sehen. Ich frage mich, wie kann man denn hier schon wieder über 1 Million EP haben? Ich kapiere es nicht. Wirklich. Das können doch keine richtigen Spieler sein. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier Leute so viel Zeit in Classic reingesteckt haben. Also gut, okay, ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem, wenn man weiß, dass die Accounts sowieso zurückgesetzt werden. Wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber gut, okay, wenn es den Leuten Spaß macht, dann sollen sie es doch tun. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich hier nochmal mit meiner schönen M2-Ausrüstung fahren kann. Ne, denn irgendwann werden ja hier die Accounts zurückgesetzt. Keine Ahnung wann. Ja, aber da war ja, jedenfalls. Oh, guck mal hier, zack. Sogar animierte Farben, also das ist jetzt nicht unbedingt Classic. Also animierte Farben. Ja, das ist jetzt nicht die Classic Art. Okay. So. Aha. Ich kann ihn natürlich nicht treffen. So, bitteschön. Habe ich ihm gegeben, du. Tja, was soll ich sagen? Den nächsten. 3 hintereinander. Na, das... Oh, 4 hintereinander. Der macht aber auch nichts. Der macht da aber auch nichts. Naja. Aber trotzdem, ich find das einfach komisch, ja. Ich finde das einfach komisch. Aber gut, wir haben noch immer die gleichen Probleme hier, ja. Aber, ja, wie gesagt, vielleicht demnächst werden ja die Accounts wieder zurückgesetzt. Ja, deswegen keine Ahnung, ne? Wenn dieses Video online kommt, weiß ich nicht, vielleicht ist das durch, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Informationen. So, ich weiß es nicht, ja. Ich spiele ja hier in einem luftleeren Raum. Ja? Ich habe doch keine Ahnung von gar nichts. Naja. Aber irgendwie schon schön, dass es hier wenigstens mal jetzt eine etwas gefülltere Schlacht gibt. Das ist ja eher die Ausnahme, ne? Sonst hast du vielleicht so ein 2 gegen 2 oder so. Aber dieses Mal, upsalapala. Okay, gut, der will nicht. Nehmen wir uns. Sehr, sehr gerne, natürlich. Ich glaube, noch ein Level-Up schaffe ich nicht mehr. Also 12.300 Punkte. EP, um genau zu sein, für den nächsten Rang. Ich glaube, das werde ich nicht mehr hinbekommen. Bringt mir jetzt auch persönlich nicht allzu viel. Ja? Also ich weiß nicht, irgendwas kann ich dann bestimmt verbessern. Aber jetzt so grundlegend, glaube ich, dass, ja, wer weiß. Aber ich hoffe, ihr habt euch mein letztes kleines Video über Tanky Classic oder den Stand der Dinge angeschaut. An sich bin ich auch immer wieder überrascht, ja, wie gut im Verhältnis zu anderen Sachen Tanky Classic geklickt wird. Also, ja, da besteht ja bei euch scheinbar Interesse, ne? Das ist, das hat mich einfach wirklich überrascht. Ich dachte, das wird etwas langweiliger, ja. Aber nee, scheinbar wollt ihr hier unbedingt die gute alte Zeit sehen, obwohl, man muss ja fairerweise sagen, ja, das ist ja hier ein anderes Universum gefüllt, ne? Das ist, ja, gut. Aber egal, sei es drum. Hoffentlich werden demnächst dann ein paar neue Spieler hier den Weg zu Classic finden. Wie gesagt, in dem letzten Video zu Classic bin ich ja mal über ein paar Sachen gegangen, ja, die dort im Raum standen. Und dazu gehört ja auch, klar, einerseits, dass Premium hier noch in der Testphase mit reinkommt. Oder auch, ja, dass die anderen, die sich das günstige Set geholt haben, ich weiß halt nicht, wie viele das gemacht haben. Man muss ja auch da mal überlegen, ja. Du gibst dann halt Tankcoins aus für einen Early Access, ohne einen Early Access zu bekommen, ja. Deswegen keine Ahnung, wie viele Leute sich das jetzt schon geholt haben, aber wenn natürlich diese Leute jetzt nachträglich auch noch hinzugefügt werden zu denen, die hier das Ganze schon im Vorfeld testen können, dann kann ich mir vorstellen, dass da ein gewisser Teil bereit ist zu sagen, okay, ja, jetzt lohnt es sich, jetzt muss ich nicht so viel
abdrücken, sage ich mal, an Tankcoins, um halt hier mir den Zugriff zu sichern. Und ja, mal gucken. Ne? Vielleicht füllt das Ganze hier alles wieder ein bisschen auf und bringt ein bisschen mehr Dynamik und Schwung rein, weil so, ey, du bist halt wirklich abhängig von den ganzen anderen hier. Ne? Du kannst zwar halt irgendeine Schlacht erstellen, so, entweder du hast Glück und die Leute gehen da rein oder du bleibst dann da alleine. Wenn du natürlich dann mehrere hast, also mehr Leute als jetzt, keine Ahnung, mal 5 oder so, ja, 5 mal mehr Leute, ja, kann natürlich schon sein, dass es dann mal hier auch was anderes zu sehen gibt und nicht nur immer die gleichen Karten oder so. Also mittlerweile, ja, sowas wie Sandkasten oder so muss ich mir nicht mehr antun, ja. Das tut mir echt leid, aber ich habe keine Lust mehr auf Sandkasten und sowas. Das ist so langweilig. Stille muss ich mir auch nicht antun. Lieber mal was anderes. Ja, die hier natürlich, die kennen wir halt auch so aus dem Matchmaking, aber es wäre schön, wenn da auch mal andere Karten ausgewählt werden könnten. Ne? Aber ohne Spieler, ja, fährst du halt natürlich da alleine rum. Bringt dir auch alles herzlich wenig. So. Aber ist doch ganz nett hier, ne? Es ist doch ganz nett. 45 Minuten geht. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie lange diese Schlacht hier geht. Aber 45 Minuten bleibe ich definitiv nicht drin. Nee. Nicht mit mir. Nicht mit mir. An sich bin ich aber auch gespannt, wie dann dieses Jahr im Grunde für Classic verlaufen wird. Ich bin noch immer eigentlich sehr pessimistisch gestimmt, was das angeht. Ja, weil selbst wenn du halt jetzt ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich meine, man sieht ja jetzt schon, was passiert oder was für eine Wirkung oder, wie soll ich sagen, wie es auf einen Spieler wirkt, so vielleicht eher, ja. Wenn du halt in ein Online-Spiel reinkommst und du findest da kaum Schlachten. Aber wie gesagt, es gibt halt Tage, da gehe ich halt rein und sehe so, wow, okay, gut, 1, 2 Schlachten sind da, ein 2 gegen 2 und vielleicht noch irgendwie Deathmatch mit 3 Leuten. Ja, das ist halt einfach langweilig, ne? Und wenn das halt die einzige Auswahl ist, die besteht, dann gehe ich halt lieber wieder. Deswegen, da braucht es natürlich viel, viel mehr Spieler. Klar, natürlich jetzt hier in dieser geschlossenen Runde an Spielern ist natürlich klar, dass das halt eine Wunschvorstellung ist, ja, dass da auf einmal viele Leute kommen. Weil natürlich ist ja halt die Hürde, um halt hier mitmachen zu können, entsprechend groß. Ja, wenn man natürlich jetzt halt die Leute mit reinnimmt, die sich dieses erste Paket geholt haben für den Early Access, ja, wenn man die noch mit reinholt, ja klar, dann hast du noch schon mal eine größere Basis. Aber wenn das dann, selbst am Ende, wenn das dann halt mal so richtig rauskommt, wie viele Leute werden es denn sein? Ja? Wie viele Leute werden es denn sein, die halt wirklich Lust haben, nochmal von vorne zu beginnen und sich das hier anzutun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und wie viele Leute werden nach 3 Monaten das Ganze noch spielen? Ja? Nach einem halben Jahr? Nach einem Jahr? Werden das wirklich viele sein? Ich bezweifle das. Und woher sollen die Leute kommen? Ja. Und es wurde ja halt auch eingeräumt, ne? Das ist jetzt hier nicht dafür da, dass da auf einmal massenhaft neue Spieler kommen, die halt von Tanky oder so noch nie was gehört haben. Aber selbst Leute, die halt vor 10 Jahren Tanky gespielt haben, als ob die halt unbedingt, ja, sich das jetzt hier antun. Ja. Also insofern, du hast halt da schon nur eine begrenzte Anzahl an Spielern. Und wenn die sich auch noch aufteilen zwischen Tanky und, also Tanky Online und Tanky Classic, ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ja. Aber, ja, ich bin gespannt, ne. Ich meine mal, das Projekt hier, ja, wird so lange laufen, solange es läuft. So blöd das auch klingt. Aber es ist nun mal so, ja. Solange das die Leute spielen und solange sich das irgendwie finanziell auch rechnet, ja, solange wird es halt, denke ich mal, bestehen bleiben. Aber okay, ja, wir werden gucken, ja. Wir werden schauen, wie sich das Ganze hier verhält im Laufe der Zeit. Ob wir hier wirklich auf einmal eine Renaissance erleben können oder nicht.
Ja. Ich versuche das so ein bisschen hoffnungsvoll zu sagen, aber ja, ich glaube, meine Sichtweise kennt ihr. Wo sind denn hier die ganzen Gegner auf einmal abgeblieben? Meine Güte. Die stehen irgendwie nur rum, ne? Also, jeder zweite Spieler steht hier irgendwie nur rum und macht nichts. Gut, okay. Ja, der fährt hier. Oder auch nicht. Der steht auch nur rum. Ja, so kann man die Schlachten... Ich sag's euch. Wisst ihr, was ich glaube? Das ist jetzt Spekulation, ja? Das ist jetzt reine Spekulation. Aber habt ihr gesehen, was gerade passiert ist? Der eine hat sich bewegt, ja? Ganz kurz. Dann ist der andere gespawnt, hat sich bewegt. Wisst ihr, was ich glaube? Jetzt ziehen wir aber den Hut mal so richtig schön eng auf. Den mit Alu gefütterten Hut, okay? Ich muss mir einen anschaffen, ja, wenn ich über sowas hier rede. Wisst ihr, was ich glaube? Ja, wisst ihr, was ich glaube? Dass hier vielleicht eine Person nicht nur mit einem Account online ist. Ja, dann sieht das gut gefüllt aus. Aber es kannst du mir doch nicht sagen, wieso ist die Hälfte hier einfach AFK? Auf was warten die denn? Warten die darauf, dass das hier zu Ende geht? Tja. Ja, aber so sieht das natürlich sehr gut gefüllt aus, ne? Hier, guck mal, der fährt jetzt hier. Der macht ganz kurz was und dann ist er wieder weg. Der fährt doch bestimmt gleich irgendwo wieder... Das ist schon sehr suspekt. Das ist wirklich sehr suspekt. Vor allem alle mit Firebird. Als wären die hier alle für Wasp Firebird irgendwie so prädestiniert. Guck mal, der fährt. Der macht ganz kurz. Alter, das ist richtiges Bot-Verhalten. Der fährt einen Meter, schießt einmal ganz kurz und das war's. Und das war's einfach. Mehr, guckt euch da hinten schon wieder. Da hinten schon wieder. Ja, die Schlacht ist richtig gut gefüllt, wenn die Hälfte der Spieler einfach nichts macht und nur rumsteht. Das ist schon wirklich ganz, ganz komisch. Und vor allem, alle mit Firebird. Oder? War da jetzt noch ein anderer dabei? Da, guck mal hier, schon wieder, der spawnt da. Jetzt fährt er gleich. Interessant. Interessant. Ja, wir gucken uns mal den nächsten an. Spannend, spannend, spannend. Und das sind verschiedene Accounts, ne? Das muss man mal dazu sagen. Da, vor allem der hier. Der hat ja auch einen großen Rang. Was soll denn das? Also, interessant, ja? Es ist zumindest interessant. Ja. Das, ja. Und also, das sind ja gefühlt jetzt hier wirklich die Hälfte der Spieler, die hier in der Schlacht vertreten sind, habe ich das Gefühl, ne? Sind ja schon einige. Ja, komm, dann sammel das Ding doch ein. Oder auch nicht. Ja, Pech gehabt. So. Wie heißen die denn alle? Haben die hier, also, nee, wahrscheinlich merkt man daran auch nichts, ne? Aber die haben alle so einen relativ großen Rang. Ja, das ist der einzige Firebird-Spieler, der aktiv spielt. Und der Rest, der ist einfach nur da, um nicht rauszugehen, ne? Die bewegen sich einmal ganz kurz und dann war's das schon wieder. Also so kann man natürlich auch EP sammeln. Klar, du nimmst ja halt einfach alles, was du da so siehst. Aber naja, also okay. Hier sehen wir es ja. Hier sehen wir es ja jetzt. 060, 060, 061, 048, 052. Jo, also da haben wir einfach ein paar Spieler, die hier 0 machen, die einfach nur da sind als Füllmasse. Ja, und ansonsten nichts machen. Spannend, spannend, spannend. Aber die haben alle so große Ränge. Die haben irgendwie alle den gleichen Rang, bis auf einen. Die haben alle den gleichen Rang, bis auf einen. Die haben alle den gleichen Rang, bis auf einen. Das wird immer suspekter. Warum? Also, aber für diesen Rang musst du ja schon ein bisschen aktiv gespielt haben. Was ist denn hier los? Da bin ich was ganz Großem auf der Spur, das sag ich euch, du. Da bin ich was ganz Großem auf der Spur. Vor allem mysteriös ist der Größte unter denen, ne?
Den finde ich ganz, ganz komisch. Der ist ein bisschen, der ist mir wirklich erst recht, ja, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an hier. Zack, weg ist er. Ja. Vielleicht den nächsten, schade. Upsala. Ja, aber die haben alle den gleichen Rang, ne? Die haben alle den gleichen Rang. Also, jetzt mal ehrlich. Jetzt nehmen wir an, das sind normale Spieler. Ja? Warum? Also, wozu? Außer, dass es halt vielleicht gemacht wird, um halt irgendeinen anderen zu leveln, ne? Der hier auch drin ist. Und der dann halt so natürlich auch davon profitiert, weil der wird ja so oder so halt die Leute auch halt hier, so wie ich, ne? Hier bekommen. Aber warum haben die alle den gleichen Rang? Die müssen ja alle gleichzeitig angefangen. Also jetzt, das sind alles unterschiedliche Spieler. Nehmen wir das mal an. Die müssten ja alle gleichzeitig angefangen haben. Die müssten immer in einer Gruppe gespielt haben. Also so Wasp, Firebird und halt ungefähr dann gleich mit... Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Die haben aber auch die gleiche Ausrüstung, ne? Sind das Bots? Sind das die ersten Gehversuche von Bots? Es ist ein bisschen komisch. Habe ich irgendwas übersehen? Ich werde mir das im Nachhinein nochmal angucken. Da gebe ich euch... Bleibt bis zum Ende dran, ich gebe euch eine Statusmeldung am Ende, ja? was ich da so gefunden habe. Es ist schon ein bisschen komisch. Ja, also, na gut. Egal. Bleibe ich jetzt hier noch bis zum Ende drin oder so? Na, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, oder? Also, was bringt mir das denn? Tja. Was haben wir denn hier so, ne? Kollege, wa? Was willst du hier? Du machst gar nichts, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Die haben aber alle so ganz, ganz komische Namen. Ja. Aber selbst wenn das Bots sind, ne, die müssten ja automatisiert fahren, so, weißt du? Und die könnten ja wenigstens ein bisschen was machen. Oder da steht halt wirklich einer, der hier mit verschiedenen Browsern gerade aktiv ist, mit verschiedenen Profilen, wie auch immer, und dann einfach immer schön hin und her wechselt und seinen eigentlichen Account levelt. Aber sehr, sehr komisch finde ich halt wirklich, wie gesagt, hier den einen da, der über 1 Million EP hat. Das finde ich, der sticht so wirklich ein bisschen heraus, ne? Aber der macht genauso wenig. Es ist alles ein bisschen skurril hier. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist es ja der Fuddy YouTube hier, ne? Ja, wir wissen es nicht. Ja, aber die verhalten sich alle gleich. Also insofern, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, gut. Das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Wir hatten unseren Spaß und klar, ich kann hier natürlich drin bleiben, um noch EP zu sammeln, weil das geht ja hier ganz gut. Hab ja hier schon ein bisschen was gemacht. Aber ja, ganz ehrlich, also ist mir jetzt, Dankeschön, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Daher, gut. Ich hatte meinen Spaß. Und dann kommt doch mal hier aus der Zukunft dann meine Einschätzung dazu. Okay, so. Das soll es gewesen sein. Hoffentlich hattet ihr euren Spaß. So kann man, wie gesagt, natürlich hier ganz, ganz easy leveln. Wenn du halt hier einfach Gegner hast, die nichts tun und nur rumstehen. So können natürlich auch die Schlachten gefüllt werden. Ja. Spannend. So. Aber das sind halt auch so Namen, sag ich mal, wo du dir so denkst, also wirklich, also du heißt den Tanky so, ja, holst du den Early Access. Also, guckt euch das doch an. Na gut. So. Genug geschwafelt über das Ganze hier. Schade. Ja, mal abgesehen von dem Namen der Schlacht, der mir schon im Vorfeld aufgefallen ist, aber ja gut, also ja, können natürlich Bots sein, aber mir ist ansonsten
nicht so wirklich sonderlich aufgefallen. Also die Accounts, die bestehen natürlich auch in Tanky Online. Die sehen erstmal auf den ersten Blick auch ganz normal aus. Der eine ist sogar Legende. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Aber warum die jetzt hier so einfach nur tatenlos rumstehen? Vielleicht, um Leuten das Leveln einfacher zu gestalten? Also ich habe es ja gesagt, ne? Also du kannst damit natürlich halt auch einen spezifischen Account leveln, dadurch, dass er ja halt auch immer diese Kills dann natürlich bekommt. Und die anderen profitieren halt dann auch natürlich davon, ja. Aber ich finde es dann nur komisch, dass die alle den gleichen Rang haben. Ja, das ist das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ja. Was soll ich sagen? Es ist, wie es ist. Okay, das sind Geschichten aus Tanky Classic Hausen. Okay, so, tja, das war's. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber gut, was soll's. Ciao.